Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind ja 2019 in die Schweiz ausgewandert und in diesem Video erzähle ich euch mal, was ihr alles so braucht, wenn ihr in die Schweiz auswandern wollt und an was ihr alles so denken müsst. Ja, legen wir los. In die Schweiz darf nur der umziehen, der seinen Lebensunterhalt sichern kann. Und dazu gehört zum einen, entweder du hast genügend Vermögen, das du vorweisen kannst und dass sie sehen, der hat schon genug, der kommt hier locker klar. Oder dass du einen Arbeitsvertrag vorweisen kannst. Und da wird es schon wieder schwierig, denn wenn du nicht in den systemrelevanten Berufen arbeitest, kann es sehr, sehr schwer sein, einen Job zu finden in der Schweiz. Auch kann es schwer sein, wenn sie sehen, dass du dich von Deutschland aus bewirbst oder von dem Land, wo du gerade wohnst. Dann wird deine Bewerbung oft schon gar nicht berücksichtigt. Daher ist das so ein kleiner Teufelskreis. Du bekommst eigentlich keine Wohnung oder keinen langen Aufenthalt in der Schweiz, wenn du keinen Job hast, aber du bekommst auch keinen Job, wenn du keinen Aufenthalt dort hast. Also ja, schwierig. Habt ihr nun euren Arbeitsvertrag in der Tasche, dann braucht ihr ein paar Unterlagen, die ihr beantragen müsst. Das ist zuallererst einmal die Aufenthaltsbewilligung. Dort gibt es verschiedene Versionen, zum Beispiel die Aufenthaltsbewilligung L, die ist befristet auf 1 Jahr und auch für Leute, die hier noch keine Arbeit gefunden haben. Oder die Aufenthaltsbewilligung B, die haben wir gerade, denn wir arbeiten in der Schweiz und wir wohnen in der Schweiz. Das heißt, wir dürfen hier erstmal bis zu 5 Jahre bleiben. Und die drittwichtigste, würde ich sagen, ist die Grenzgängerbewilligung, also die Aufenthaltsbewilligung G. Das ist für Leute, die noch in Deutschland wohnen, aber in der Schweiz arbeiten und die ständig pendeln und die mindestens einmal die Woche wieder nach Deutschland fahren zu ihrem eigentlichen Wohnsitz. Ob sich das für euch lohnt, Grenzgänger zu bleiben, ist natürlich die Frage, da müsst ihr mal ein bisschen rechnen. Mit Familie und Kind ist es natürlich schwierig. Für uns ist es auf jeden Fall besser, in der Schweiz zu wohnen, der steuerliche Vorteil und alles drumherum und vor allen Dingen, dass man sich viel besser integriert und ein Teil der Gesellschaft wird, ist für uns besonders wichtig. Deswegen leben wir auf jeden Fall hier in der Schweiz. Als nächstes braucht ihr eine Arbeitsbewilligung und gegebenenfalls auch einen Antrag für den Nachzug eurer Familie. Auch müsst ihr natürlich gucken, was macht ihr für eine Arbeit. Wenn ihr zum Beispiel Auto fahren müsst, dann kann es sein, dass ihr einen internationalen Führerschein braucht. Diesen solltet ihr wirklich schleunigst beantragen oder sogar einen internationalen Studentenausweis. Die nächste Hürde, die ihr bewältigen müsst, ist natürlich eine Wohnung zu finden. Und das kann ich euch sagen, ist auch schwierig, je nach Kanton, wo ihr wohnt oder Gegend, wo ihr hinzieht. Hier bei uns in Basel kann ich euch sagen, habe ich über 30 Vermieter angeschrieben, wovon mir nur einer geantwortet hat. Vielen Dank da an dich auf jeden Fall. Und in dieser Wohnung wohnen wir jetzt und da sind wir auch sehr, sehr zufrieden, denn wir wollten auch genau diese Wohnung haben. Wie der Zufall so spielt. Solltet ihr jetzt eine Besichtigung haben, dann müsst ihr auf jeden Fall die Aufenthaltsbewilligung mitbringen, euren Ausweis mitbringen, eine Schufa-Auskunft mitbringen und den Arbeitsvertrag. Damit ihr auch sehen, hey, ihr könnt euch die Wohnung leisten, denn die Mieten in der Schweiz sind ziemlich hoch. Sagen wir mal im Durchschnitt 1500 Franken pro Monat, ungefähr. Da wären wir schon bei den Dokumenten angekommen, denn ihr habt jetzt eine Wohnung und der Umzug steht kurz bevor, Arbeit, alles ist safe. Und jetzt braucht ihr folgende Dokumente, die ihr auf jeden Fall auf Gültigkeit checken müsst. Das ist zum einen euer Personalausweis oder euer Reisepass. Die sollten auf jeden Fall nochmal aktualisiert werden. Für eure Kinder natürlich das gleiche Reisepass, Kinderreisepass, was ihr da so braucht. Dann solltet ihr eure Geburtsurkunde haben und eure Heiratsurkunde, falls ihr verheiratet seid, euren Impfpass oder Impfstatus. Da hat sich unsere Weltreise ziemlich angeboten, muss ich sagen, denn wir hatten alle Impfungen aktuell, wir hatten neue Reisepässe, wir hatten alles. Und wir haben vor allen Dingen unsere Wohnung schon leergeräumt und das meiste verschenkt und verkauft, was wir so hatten. Deswegen haben wir eigentlich nur noch so 5 Koffer besessen und es war für uns ziemlich leicht, in die Schweiz auszuwandern oder diese Chance wahrzunehmen, da wir nicht so viele Amtsgänge mehr erledigen mussten. Da wären wir nämlich beim nächsten Problem, die Amtsgänge. Und da gibt es eigentlich einiges zu tun, muss ich euch sagen. Zum ersten einmal solltet ihr euren Finanzfluss sichern. Das heißt, ihr solltet eure Bank informieren, was ihr vorhabt, wo ihr hin wollt, dass die Bescheid wissen. Ihr könnt dann eventuell eine Kreditkarte machen, wenn ihr keine haben solltet. So könntet ihr auch in der Schweiz erstmal bezahlen, wenn ihr dort seid. Natürlich mit ein bisschen Gebühren, ist leider so. Oder ihr macht euch ein Auslandskonto auf und da gibt es mittlerweile viele Optionen im Internet. Da müsst ihr mal gucken. Wir selber haben damals die N26 Bank genutzt. Da habe ich auch einen Infolink unten in der Box, wenn ihr mal gucken möchtet. Auch ist eine Möglichkeit, Vollmachten an Dritte zu geben, dass die euch dann Geld überweisen können, wenn ihr dort seid. Wenn ihr natürlich
ihr einen Kontakt in der Schweiz habt, wäre es noch besser. Der kann euch erstmal ein bisschen Geld geben, wenn ihr das möchtet. Ihr zahlt es ihm zurück. So könnt ihr nochmal einiges sparen auf jeden Fall. Als nächstes kommt die Krankenkasse an die Reihe. Die müsst ihr natürlich informieren, dass ihr auswandern wollt und dass ihr euch aus Deutschland abmeldet. Das heißt, eventuell kann sie euch eine Auslandskrankenversicherung anbieten. Das hatten wir damals gehabt, da wir ja eh auf Reisen waren. Oder sobald ihr in der Schweiz seid, müsst ihr euch eher eine Krankenkasse suchen. Also müsst ihr eigentlich nur einen kurzen Zeitraum überbrücken. Bei uns ging das alles reibungslos. Wir hatten direkt unsere Krankenkasse hier in der Schweiz angeschrieben. Die haben das quasi so datiert und dann hat das nahtlos aneinander gepasst. Als nächstes kommen die ganzen Versicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Hausratsversicherungen und eventuell noch Kfz-Versicherungen, wenn ihr das alles habt. Ruft einfach mal an bei eurer Versicherung und guckt, was sie euch für Optionen geben können. Wir hatten das alles nicht mehr. Da waren wir sehr, sehr froh drüber. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine Entlastung ist, wenn du viel minimalistischer lebst. Die beste Lösung, eure Versicherung für die Schweiz zu vergleichen, ist auf comparis.ch. Das kann ich euch gerne mal unten verlinken. Schaut da einfach mal rein. Auf jeden Fall findet ihr auch die Checkliste in der Infobox, also nicht verpassen, klickt auf die Infobox. Ein nächster Tipp von mir ist, dass zum Beispiel der Zahnarzt nicht in der Krankenkasse enthalten ist in der Schweiz. Da gibt es einige Zusatzmodule. Das heißt, ihr solltet einen letzten Check beim Zahnarzt machen, bevor ihr in die Schweiz geht. Bezahlt das von mir aus auch privat. Das ist bei weitem günstiger. Ungefähr 1/5 von dem, was ihr in der Schweiz bezahlt. Dazu kommt ein Gesundheitscheck der gesamten Familie, nochmal beim Hausarzt gucken lassen, ob alles in Ordnung ist und eventuell noch Impfungen verpassen lassen, die ihr noch nicht habt. Jetzt habt ihr diese ganzen Amtsgänge erledigt, die ihr so machen müsst und jetzt kommt das Herzstück der Sache und das ist der Umzug. Euren ganzen Kram über die Grenze zu bringen, ist eine Riesenaufgabe, das schwöre ich euch. Bei uns war es so, wir hatten alles verkauft, daher hatten wir nur noch 5 Koffer, mit denen sind wir in die Schweiz gekommen und that's it. Bei den meisten ist das natürlich nicht so, daher müsst ihr einiges bedenken. Fangen wir mal an mit der Wohnung und der Kündigungsfrist der Wohnung. Bei den meisten sind es 3 Monate. Und euer Mietzinsdepot, das solltet ihr auch auflösen und euch eventuell überweisen lassen oder das macht ja der Vermieter. Das kann natürlich wieder ewig lange dauern und wenn ihr jetzt in der Schweiz seid, kann es natürlich noch länger dauern, bis das Geld den Weg auf euer Bankkonto zurückfindet. Dann kommt natürlich die persönliche Abmeldung beim Einwohnermeldeamt, an die ihr denken müsst. Des Weiteren nochmal beim Finanzamt melden, vielleicht gibt es da noch einiges zu klären. Kindergarten abmelden oder denen auch Bescheid sagen, was ihr vorhabt eventuell, dass eure Familie nachziehen wird zum Beispiel. Dann kommt noch die Kfz-Zulassungsstelle, euer Auto natürlich abmelden, Rundfunkbeitrag kündigen und Rentenversicherungskasse anrufen, wenn da noch irgendwas zu klären ist. Und alle möglichen Abonnements, die ihr habt, Bahncard, Zeitschriften, whatever, was ihr heute noch so habt, das müsst ihr natürlich alles ummelden, abmelden und am besten kündigen. Jetzt steht ihr mit eurem vollgepackten LKW vor der Grenze und der Zoll braucht natürlich eine Auflistung von all dem, was ihr so über die Grenze bringen wollt und dafür gibt es einen Antrag für Übersiedlungsgut und das verlinke ich euch unten in der Infobox. Des Weiteren solltet ihr prüfen, wenn ihr ein Haustier habt, ob ihr das überhaupt mit über die Grenze bringen dürft. Da gibt es wieder ganz, ganz unterschiedliche Regeln. Eine andere kleine Sache ist, die Steckdosen in der Schweiz sind anders. Das heißt, wenn ihr eure elektronischen Geräte nutzen wollt, dann braucht ihr einen Steckdosenadapter, dass das überhaupt geht. Auf jeden Fall solltet ihr am Tag des Umzugs beachten, wie die Öffnungszeit der Zollstelle ist, ob LKW-Fahrverbot ist und ob ihr eine Vignette braucht, wenn ihr in die Gegend fahren wollt, wo ihr gerade hinzieht. Ihr habt es geschafft und ihr seid endlich in der Schweiz angekommen. Euer LKW steht da, ausgeräumt, Wohnung funktioniert einigermaßen, Steckdose passt und jetzt müsst ihr die wichtigsten Amtsgänge erledigen. Zuallererst einmal müsst ihr euch in eurem Kanton anmelden, in den ihr gezogen seid. Und das muss 14 Tage nach der Einreise passieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Des Weiteren solltet ihr euren Führerschein ummelden. Das könnt ihr bis zu 12 Monate nach Einreise machen. Das haben wir jetzt vor kurzem erst gemacht. Im Zusammenhang mit dem Führerschein könnt ihr gleich euer Auto anmelden. Das ist bei einem Neuwagen binnen 4 Wochen zu machen. Ansonsten habt ihr da auch ein Jahr Zeit. Dann solltet ihr natürlich alle Versicherungen wieder anmelden, die ihr in Deutschland gekündigt habt. Und zuallererst das Wichtigste ist die Krankenversicherung natürlich, denn ihr seid krankenversicherungspflichtig in der Schweiz. Und die Krankenversicherung nur für euch mal so als Anhaltspunkt kostet je nach Alter und was ihr so habt, alles ist mega unterschiedlich, aber ungefähr 350 Franken im Monat und eher aufwärts.
Wichtig ist natürlich, dass ihr ein Bankkonto eröffnet, sobald ihr da seid, dass ihr auch euer Gehalt empfangen könnt und das in Schweizer Franken. Dafür sucht ihr euch einfach die Bank eures Vertrauens, geht dahin, sagt, was ihr braucht und die wissen dann eh schon Bescheid. Dann das nächstwichtigste ist natürlich Internet und Telefon anmelden. Wir haben seit 5 Jahren keinen Handyvertrag mehr, daher ist das für uns nicht so relevant. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, ja, das funktioniert sehr, sehr gut sogar und man spart einiges an Geld. Als nächstes müsst ihr dann bei der Schweizer Erhebungsstelle Radio und Fernsehen anmelden, wenn ihr das haben möchtet. Wenn ihr das nicht haben möchtet, müsst ihr trotzdem den Rundfunkbeitrag zahlen sozusagen. Da kommt ihr nicht drum rum. Das ist leider so, aber ja, vielleicht ändert sich das ja mal in Zukunft. Jetzt habt ihr an fast alles gedacht. Die letzte Hürde könnte vielleicht für euch die größte Hürde sein und das ist die Sprache. Eventuell besucht ihr einen Sprachkurs in Schweizerdeutsch, wenn ihr das möchtet, obwohl das sehr, sehr schwierig ist, als deutscher Schweizer zu sprechen und man sollte es eigentlich auch lassen, denn es tönt einfach nicht gut und ja, ist auch nicht oft so gut angesehen. Dazu wird in der Schweiz natürlich noch gesprochen Hochdeutsch, Italienisch, Französisch und Englisch. Also ihr solltet mindestens eine dieser 4 Sprachen beherrschen, wenn ihr hierher kommt. Wenn nicht, dann kann ich euch wirklich empfehlen, macht eventuell einen Sprachkurs, um euch einfach besser zu integrieren und ja, man fühlt sich einfach besser. Man kommt auch leichter voran. Ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Ankommen in der Schweiz. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und ich konnte einige eurer Fragen klären. Solltet ihr weitere haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die Community ist für euch da. Wir sind für euch da, vielleicht können wir euch da weiterhelfen. Ansonsten verlinke ich euch hier mal weitere interessante Videos von uns und hier könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Macht es gerne, damit wir weiter wachsen können. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und bis bald.